Du willst Japanisch lernen oder steckst vielleicht schon mittendrin und kommst nicht so recht voran? Dann denkst du dir bestimmt, ja, ich hole mir einfach ein Lehrbuch und besuche einen Sprachkurs und begehst damit den schlimmsten Fehler, den du machen kannst. Denn wir lernen eine Sprache nicht, indem wir Grammatik pauken und irgendwelche Lückentexte ausfüllen. Nein, wir eignen uns Sprache im Verlauf der Zeit an. Aber wie kannst du jetzt wirklich schnell vorankommen? Das erkläre ich dir hier mit 5 einfachen Schritten. Von den Grundlagen bis zum fließenden Sprechen. Keine Tricks, keine Wunder, nur bewährte Methoden, die wirklich funktionieren. Hier gebe ich dir einen fixen Überblick und in den weiteren Videos des Sprachkurses gehe ich auf jeden einzelnen Punkt nochmal im Detail ein. Und so geht's. Als allererstes kommt die Vorbereitung, dein Einstieg ins Japanisch lernen. Bevor du anfängst zu lernen, sollst du dir nämlich erstmal einen Überblick darüber verschaffen, was du überhaupt lernen willst. Also, wie ist die japanische Sprache aufgebaut? Welche Besonderheiten gibt es? Außerdem sollst du deine Technik darauf vorbereiten. Stichwort Nummer 1, japanische Tastatur einrichten. Auch die Installation von Apps, die du zum Lernen verwenden kannst, zählt hier rein. Und, ganz wichtig und von vielen ignoriert, das richtige Zeitmanagement. Wenn du es ganz eilig hast, dann hier ein Tipp. Unten in der Videobeschreibung findest du einen Link zu der App Migaku. Mit dem kannst du ihn nicht bloß 10 Tage lang kostenlos testen. Wenn du ein Abo abschließt, bekommst du außerdem noch einen ganzen Monat gratis. Und das ist in meinen Augen wirklich der ideale Lernbegleiter für Japanisch. Weil diese App bietet Vokabelkarten, ein Wörterbuch, Texterkennung und zahlreiche weitere Features wie zum Beispiel YouTube-Unterstützung, damit du wirklich von Anfang an mit japanischen Videos und Büchern lernen kannst. Wie du die App genau verwendest, erkläre ich in einem weiteren Video dieses Sprachkurses und das habe ich auch direkt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vorbereitung abgeschlossen, dann geht es an Punkt Nummer 2. Du musst die grundlegende japanische Schrift lernen, die Hiragana und die Katakana. Das sind 92 Zeichen und die zu lernen dauert auch nicht sonderlich lange. Die kannst du in vielleicht 1 bis 2 Wochen drin haben. Der schnellste Weg dafür ist, dass du die erstmal ganz normal mit Vokabelkarten lernst. Wenn du die nicht selbst erstellen willst, erneut in der Videobeschreibung findest du 2 Apps von mir, mit denen du Hiragana bzw. Katakana lernen kannst. Alternativ geht das aber auch mit der bereits genannten Migaku-App. Für besonders schwere Zeichen kannst du zudem Eselsbrücken lesen und ganz wichtig, was viele oftmals auslassen, versuch einfach schon von Anfang an japanische Texte zu lesen. Da geht es erstmal bloß darum, dass du einfach bloß die Hiragana und die Katakana erkennst, um so ein bisschen ein Gefühl dafür reinzubekommen, wie du die liest. Und ganz wichtig, verzichte von Anfang an auf lateinische Buchstaben, weil die erschweren dir das Lernen bloß. Sobald du diese Zeichen kannst, kannst du richtig loslegen. Dann geht es mit der Immersion los, also dem einsprachigen Lernen. Klingt zu schnell? Ist es nicht. Weil das ist der wissenschaftlich anerkannte Weg, wie wir uns Sprachen aneignen. Statt isoliert Vokabeln zu pauken, umgibst du dich mit Japanisch. Du liest Bücher, du guckst Videos an, etc. etc. Am Anfang wirst du natürlich kaum etwas verstehen. Das ist zu erwarten und absolut normal. Der Trick, wie du jetzt dennoch Japanisch lernst, ist, dass du jedes unbekannte Wort in einem Wörterbuch nachschlägst. Und so arbeitest du jeden Satz durch. Du musst einmal die Bedeutung von jedem einzelnen verwendeten Wort kennen und dann noch, was dir der gesamte Satz sagen will. Am besten lernst du dabei zudem mit Sätzen, in denen du bloß ein einziges Wort noch nicht kennst. Das sind sogenannte I+1 Sätze. Die Texte, die du dafür zu Beginn verwendest, werden entsprechend natürlich sehr simpel sein und keine Sorge, wo du entsprechend einfache japanische Werke findest, erkläre ich dir ebenfalls im Sprachkurs. Mach das konsequent und dein Gehirn wird auf Dauer ganz nebenbei die Sprache in sich aufnehmen. Die klassischen Karteikarten können dabei als zusätzliche Stütze dienen, allerdings sollst du die bloß in Maßen verwenden und dich nicht so sehr darauf fokussieren. Und ganz wichtig, kombiniere von Anfang an Hören und Lesen. Am besten eignen sich dafür Hörbücher und Videos mit japanischen Untertiteln. Reine Texte sollst du erst später zunehmen und parallel verwenden. Und ganz wichtig ist noch, um dein reines Hörverständnis zu trainieren, musst du irgendwann auch damit anfangen, den japanischen Text hier und da mal wegzulassen und einfach zu versuchen zu verstehen, was gesagt wird, während du dich bloß auf deine Ohren verlassen kannst. Dabei sollst du aber nicht zu passiv vorgehen.
Das ist ein sehr weit verbreiteter Fehler. Wenn du etwas beim Hören nicht verstehst, musst du es hinterher genauso nachschlagen und herausfinden, was da gerade gesagt wurde. Bei Videos und Audiobüchern ist das Ganze sehr simpel, weil du einfach zurückspulen und das Ganze nochmal anhören kannst. Und wenn du einfach nicht drauf kommst, kannst du dir hinterher den dazugehörigen Text ansehen. Mach dir dabei auch keine Gedanken über die Kanji, weil es gibt simple Methoden, mit denen du die ganz schnell nachschlagen kannst. Schließlich kommt Punkt 4, der Output, also das Sprechen und Schreiben. Klar, darum musst du dich natürlich bloß kümmern, wenn du auch selbst kommunizieren willst. Einigen reicht es vielleicht, wenn sie Japanisch einfach bloß verstehen können. Das Output-Training besteht ganz am Anfang primär aus Shadowing. Du versuchst also, das Gehörte so exakt wie möglich nachzusprechen. Mit aktivem Sprechen und Schreiben, also dem Selbstbilden von Sätzen, solltest du hingegen warten, bis du Japanisch gut genug verstehst. Das ist auch ganz logisch, weil wie willst du Japanisch sprechen und schreiben, wenn du überhaupt noch keine Erfahrung mit der Sprache hast und nicht weißt, wie sich Japaner äußern? Auch für dieses Unterfangen gibt es hilfreiche Apps und vielleicht auch einige, die du nicht unbedingt erwartest. Allen voran Google Docs. Warum das so hilfreich ist, erkläre ich in dem entsprechenden Video. Abseits dessen kannst du aber auch auf Hi Native und HelloTalk setzen, um dich mit Muttersprachlern zu unterhalten. Ein Privatlehrer kann ebenfalls hilfreich sein, allerdings solltest du den nicht wie einen Lehrer behandeln, sondern eher wie ein bezahltes Tandem, also um Konversation zu führen, statt nach Grammatikerklärungen zu fragen. Und schließlich kommen wir zu Punkt Nummer 5, der Grammatik. Aber Nanu, warum zum Geier ist die Grammatik denn so weit hinten? Nun, gute Nachricht für alle Leute, die keinen Bock auf Grammatik haben, die ist überhaupt nicht so wichtig. Der Vorteil von Grammatik für den Spracherwerb ist linguistisch nämlich stark umstritten. Einige Wissenschaftler gehen gar so weit und behaupten, dass sie überhaupt nicht dabei hilft. Ich persönlich würde sagen, sie ist kein Muss, aber es kann natürlich beim Verständnis lohnen, wenn du zumindest einige Grundlagen kennst. Weil die zu lernen dauert nicht lange, kann aber potenziell dein Verständnis der Sprache verbessern, wodurch du schneller erkennen kannst, was genau gerade in einem Satz passiert. Und hier auch eine große Warnung vor den typischen Lehrbüchern, die sich an Westler richten, weil die erklären die japanische Grammatik nicht wirklich korrekt. Die nutzen nämlich nicht die Erklärungen, wie Japaner selbst sie in ihrem Muttersprachunterricht lernen, sondern haben komplett neue erschaffen, die sich nach westlichen Systemen richten. Und das funktioniert natürlich nicht sonderlich gut, weil Japanisch ist halt keine westliche Sprache. Ein schneller Kernablauf, dem du letztendlich folgen kannst, ist: erstens Hiragana und Katakana lernen. Zweitens, du siehst dir Grundgrammatik an. Den Satzbau, was die Partikel machen, Zeitform, Adjektive und noch die japanische Konjugation. Warum ich das hier mache, erfährst du, wenn du bei dem entsprechenden Video ankommst. Danach steuerst du mit leichtem Material. Ich empfehle, dass du ganz einfach die zuvor bereits erwähnte Migaku-App verwendest und dann auf den YouTube-Kanal von Tadoku gehst. Dort hast du nämlich eine ganze Reihe von Hörbüchern für Anfänger, die sich nach den JLPT-Leveln richten. Danach musst du bloß noch deinen Horizont erweitern und immer mehr japanische Videos und Bücher etc. suchen. Guck dabei vor allem das an, was dich interessiert. Wie gut dieser gesamte Weg funktioniert, zeigen diverse Berichte von Japanischlernern auf Reddit. Die absolut schnellsten konnten den JLPT N1, also das höchste Niveau des JLPT-Tests, in unter einem Jahr erreichen. Von null an. Letztendlich musst du aber eins in Gedanken behalten: Japanisch lernen ist ein Marathon und kein Sprint. Aber ich garantiere dir, mit genügend Ausdauer wirst du die Sprache meistern. Konzentriere dich dabei allen voran auf deine Fortschritte und nicht die Zeit. Solange du Japanisch liest und verstehst, kommst du voran. Letztendlich verbringst du für das Lernen deine Freizeit wie eh und je. Bloß anstatt das in deiner Muttersprache zu tun, machst du es ganz einfach auf Japanisch. Weil so bleibt deine Motivation hoch und du lernst ganz nebenbei. Und damit kannst du jetzt sofort loslegen. Wenn du bereits in der Playliste bist, dann geht es sofort mit dem nächsten Video weiter. Alternativ klickst du die hier links im Bild an. Und hier sage ich damit: Ciao, wir sehen uns im nächsten Video.